Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial für Puma. In diesem Video beschäftigen wir uns mit Zitationsstilen und zeigen euch, welches hilfreiche Feature Puma in Bezug auf Zitationsstile bietet. Jeder von euch, der schon mal eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben hat, wird wissen, um was es sich bei einem Zitationsstil handelt. Der Vollständigkeit halber sei dies in diesem Video allerdings trotzdem noch einmal erwähnt. Ein Zitationsstil bezeichnet die Art und Weise, wie man bibliografische Angaben von Publikationen anordnet. Das heißt, in Bezug auf ihre Schreibweise, in Bezug auf Interpunktion, werden Vornamen abgekürzt oder werden sie es nicht und so weiter. Zitationsstile unterscheiden sich voneinander in der Art und Weise, wie man die bibliografischen Angaben in den Fuß- und Endnoten sowie im Quellen- und Literaturverzeichnis anordnet. Nun stellt sich die Frage, welches Feature bietet Puma in Bezug auf Zitationsstile? Das ist ganz einfach. Ihr habt mit Puma die Möglichkeit, ein Literaturverzeichnis in dem jeweiligen Zitationsstil, den ihr auswählen möchtet, zu gestalten. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Um euch dies zu demonstrieren, gehen wir zuerst einmal auf meine individuelle Seite bei Puma. Dazu klicken wir hier oben auf mein Puma, dann hier auf meine Einträge. Wie ihr hier sehen könnt, sind mittlerweile 1169 Publikationen von mir erfasst worden. Angenommen, ich möchte die letzten 100 Einträge, die ich in Puma erfasst habe, in ein Literaturverzeichnis bringen. Dann kann ich das ganz einfach mit Puma machen. Dazu klicke ich hier auf dieses Icon. Klicke dann auf Mehr und werde dann zu einer anderen Seite weitergeleitet. Wie ihr seht, gibt es hier ein Feld mit dem Namen Format und drunter steht Einträge. Da könnt ihr auswählen, wie viele Einträge ihr speichern möchtet. Denkt dran, dass das immer mit dem aktuellsten anfängt und danach chronologisch weiterläuft. Die 100 ist schon ausgewählt, jetzt muss ich nur noch das Format auswählen. Dazu klicke ich hier auf das Feld, wo steht Bitte wählen. Hier kann ich dann einen Zitationsstil aussuchen. Wenn wir runter scrollen, seht ihr, dass eine Menge Zitationsstile in Puma zur Wahl stehen. Ich kann allerdings auch nach einem speziellen Zitationsstil suchen. Zum Beispiel könnte ich jetzt nach dem MLA-Stil suchen, den ich im Studium auch beigebracht bekommen habe. Dazu gebe ich ihn einfach nur hier ein. Und wie ihr seht, erscheint er auch schon in der aktuellsten Edition. Wenn ich ihn dann anwähle, dann erscheinen die angesprochenen 100 Einträge in meinem gewünschten Zitationsstil. Nun kann man diese Liste mit dem gewünschten Zitationsstil kopieren und sie zum Beispiel in Word einfügen. In diesem Zusammenhang ist es noch wichtig zu erwähnen, dass verschiedene Institute auch verschiedene Zitationsstile präferieren. Es kann sein, dass euer Institut einen Zitierleitfaden hat, den ihr dann in diesem Fall auch beachten müsst. Sollte das nicht der Fall sein, dann könnt ihr Puma auch als eine Anregung benutzen, um mit verschiedenen Zitationsstilen zu arbeiten und euren Favorit zu identifizieren. Wem die eben gezeigte Methode allerdings zu unpräzise ist, der hat noch die Möglichkeit, mit Tags zu arbeiten. Wie ihr seht, sind einige von den Publikationen, die ich in Puma erfasst habe, mit dem Tag Tutorial versehen. Das erkennt ihr hier. Wenn ich auf diesen Tag wiederum draufklicke, dann erscheinen jetzt alle Einträge, die ich mit dem Tag Tutorial versehen habe. Bei diesen Einträgen könnte ich es genauso machen wie vorhin beschrieben, eben dass ich wieder auf das Icon hier klicke und die Literaturliste auf diese Weise anzeigen lasse in dem gewünschten Zitationsstil. Damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Bei eventuellen Rückfragen dürft ihr euch gerne an die jetzt eingeblendete E-Mail-Adresse wenden und wir werden uns so schnell wie möglich mit euren Anliegen auseinandersetzen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Tutorial.